ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video und wie ihr hinter mir sehen könnt oder auch nicht, wir sind heute auf der Leipziger Buchmesse unterwegs. Es ist Freitag, ich bin auch nur dem Freitag da und ich möchte euch ein bisschen zeigen, was wir heute so machen und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Video. Als ich noch in Deutschland gelebt habe, war die Leipziger Buchmesse für mich jedes Jahr ein Highlight, denn es war so ungefähr die einzige Convention, die ich im Jahr besucht habe. Deshalb hat es mich natürlich sehr gefreut, dass ich meine Deutschlandreise 2019 mit der Leipziger Buchmesse verbinden konnte. Allerdings muss ich auch gleich vorweg sagen, ich bin kein Cosplayer und interessiere mich auch nicht mehr so sehr für Anime und Manga, weshalb die Buchmesse für mich eigentlich hauptsächlich ein Highlight ist, weil ich dort jede Menge meiner Freunde wieder treffen konnte. Wir haben uns also erstmal in Ruhe auf der Buchmesse umgeschaut und natürlich auch ein bisschen durch die Stände gestöbert. Da ich nun über 2 Jahre nicht mehr in Deutschland lebe, war es natürlich auch sehr interessant zu sehen, was denn alles so an Mangas rausgekommen ist. Ein Stand, den wir unbedingt besuchen mussten, war der von Odoken. Die Zeichnerin Sophia Garden macht wirklich wunderschöne Mangas und auch sie selbst ist eine wirklich sehr nette Person. An ihrem Stand gab es einiges zu kaufen und es war wirklich sehr, sehr schwer, sich zu entscheiden. Auch am Stand der Max haben wir vorbeigeschaut. Diese macht natürlich jede Menge Werbung für ihre Expo, die im Oktober in Berlin stattfindet. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen von euch etwas. Dann hieß es erstmal eine kleine Stärkung zu sich nehmen. Und Leute, was habe ich die süßen Sachen aus Deutschland vermisst. Wir haben uns natürlich auch eine ganze Weile an den Händlerständen umgeschaut. Es gibt wirklich jede Menge süße Sachen, aber die Messepreise sind teils wirklich heftig. Vor allen Dingen, wenn man die Preise aus Japan kennt, muss man bei einigen Sachen echt den Kopf schütteln. Aber so ist das nun mal. Und wenn man nicht gerade nach Japan kommt, kommt man ja anders kaum an Sachen ran. Außer ihr bestellt natürlich bei unserem Shopping-Service Mikeneko Box. Werbung! Vor Ort eingekauft habe ich mir eigentlich nur Sachen aus der Künstlerallee und die war natürlich auch wieder riesengroß und es gab ein sehr unterschiedliches Angebot. Da war es auch schwer, sich zu entscheiden.
Zusammen mit meinen Freunden verbrachte ich eine ganze Weile im japanischen Teegarten. Der Teegarten war wirklich sehr schön gestaltet und ich mochte vor allem die grünen Schirme an der Decke. Und ich habe das Matcha-Getränk ausprobiert, was sehr lecker war. Ein Highlight waren auch die Armbänder, die man sich kostenlos mitnehmen konnte. Die waren wirklich cool. Und ich habe seit Jahren mal wieder in Konhons gezeichnet. Leute, das waren noch Zeiten, als wir das jedes Mal gemacht haben, wenn wir uns getroffen haben. Das war unser Besuch auf der Leipziger Buchmesse bzw. auf der Manga Comic Con. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe heute nur ein wenig gefilmt, denn hauptsächlich war ich da, um meine Freunde zu treffen. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst bitte ein Däumchen hoch oder einen Kommentar da. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ihn ab sofort abonniert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald! Thank you.